Das hier sind die Vertreter von 13 mächtigen Firmen, unter anderem BMW, Shell und Total. Wie jedes Jahr treffen sie sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. 2017 entsteht hier der Hydrogen Council, eine Wasserstoff-Lobbygruppe, die dafür sorgt, dass das fossile Geschäft der Öl- und Gaskonzerne länger am Leben bleibt. Und das unter anderem durch Wasserstoffautos. Wait, what? Wasserstoffautos sind doch eigentlich eine super Lösung. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und er kann quasi überall klimaneutral hergestellt werden. Wasserstoffautos sind in ein paar Minuten betankt, haben eine Reichweite, die man sonst nur vom Verbrenner kennt und stoßen beim Fahren ausschließlich sauberen Wasserdampf aus. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Wasserstofflobby jährlich allein in der EU über 75 Millionen Euro ausgibt, damit wir all das glauben? Dass es neben dem Hydrogen Council noch zahlreiche andere Allianzen von Big Oil, Autoherstellern und der Chemiebranche gibt, die Wasserstoff greenwashen. Und dass es einen großen Haken gibt, wenn wir überall auf Wasserstoff setzen. Wie umweltfreundlich ist das Wasserstoffauto wirklich? Und was haben Shell, BP und Co. davon, wenn du daran glaubst? Genau darum geht es jetzt in diesem Video. Ein Disclaimer zu Beginn. Wasserstoff an sich brauchen wir in Zukunft auf jeden Fall. Es gibt mega viele coole Technologien, die darauf setzen und die super sinnvoll sind, aber in diesem Video fokussieren wir uns auf den Einsatz von Wasserstoff in Autos und der ist nicht so sinnvoll. Okay, wovon reden wir hier eigentlich? Statt einer Batterie haben Wasserstoffautos einen Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle, die die chemische Energie des Wasserstoffs in elektrische Energie für den Elektromotor umwandelt. Wasserstoffautos sind also auch E-Autos. Fürs Beschleunigen und die Rekuperation, also die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen, besitzen Wasserstoffautos aber auch noch einen kleinen Akku. Weil gasförmiger Wasserstoff eine geringe Dichte hat, muss man ihn komprimieren. Für Pkw auf 700 bar, also über 200 Mal den Druck eines Autoreifens. Dadurch haben Wasserstoffautos tendenziell eine höhere Reichweite und können viel schneller tanken als Batterieelektroautos. Aber wie viele Wasserstoffautos habt ihr in den letzten 6 Monaten gesehen? Hier und da vielleicht mal eins, aber wahrscheinlich nicht ansatzweise so oft wie Batterieelektroautos. Und genau das zeigt sich auch in den Zulassungszahlen. Zwischen Januar und September wurden in Deutschland über 2 Millionen Pkw neu zugelassen. Davon waren über 387.000 Batterieelektroautos, aber nur 252 waren Wasserstoffautos. Nee, nicht 252.000, sondern 252 insgesamt. Woran liegt das? Ein verbessertes Ladenetz, hohe Ladegeschwindigkeiten und bessere Akkutechnologie machen den Reichweitenvorteil von Wasserstoffautos schon kleiner. Aber Lobbyisten und Politiker plädieren oft für Technologieoffenheit. Damit ist gemeint, dass keiner Technologie ein Vorsprung in der Förderung gegeben werden soll. An und für sich eine richtig gute Idee, Forschung soll natürlich ergebnisoffen sein, aber NGOs und Medien kritisieren, dass der Begriff auch genutzt wird, um Technologien wie E-Fuels und Wasserstoff in der Diskussion zu halten. Dabei ist der Kampf zwischen E- und Wasserstoffautos von Industrieseite eigentlich schon längst entschieden. Gewinner ist ganz klar die Batterie und nur wenige Hersteller arbeiten noch an Wasserstoffautos. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch nur 2 Serienmodelle mit Wasserstoffantrieb zu kaufen. Und der Trend geht nicht aufwärts, sondern abwärts. Mehrere Modelle wurden eingestellt. Durch die niedrigen Produktionszahlen sind Wasserstoffautos auch noch echt teuer in der Anschaffung. Dazu kommt, dass es in Deutschland, je nach Datenbank, zwischen 90 und 100 Wasserstofftankstellen gibt. Die sind sinnvoll verteilt und damit ist Deutschland, im Vergleich zum Ausland, eigentlich ganz gut abgedeckt. Trotzdem muss man lange Strecken planen. Ohne genug Wasserstofffahrzeuge auf den Straßen lohnen sich Tankstellen halt auch nicht. Und ohne Tankstellen kauft man kein Fahrzeug. Das alte Henne-Ei-Problem. Aber anders als bei Ladepunkten für Batterie-Elektroautos ist die Zahl über die letzten Jahre auch nicht wirklich gewachsen. Okay, aber das alles ist ja der Individualverkehr. Im Lastverkehr hieß es lange, dass es kaum eine Alternative zum Wasserstoff geben wird. Mittlerweile gibt es aber auch schon Batteriemodelle, die mit einer Akkuladung 300 bis 600 Kilometer schaffen und somit in den vorgeschriebenen Pausenplan der Trucker hineinpassen. Experten gehen davon aus, dass Wasserstoff nur auf langen Strecken mit schlechter Ladeinfrastruktur eine Rolle spielen wird. Denn Batterie-Lkw sind in der Anschaffung und im Betrieb deutlich günstiger. Und das gilt genauso auch fürs Auto.
Grüner Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird, wird ohne Subventionen immer teurer sein als erneuerbarer Strom direkt. Und das liegt einfach an den Grundgesetzen der Physik. Beim Batterie-Elektroauto wird die Batterie mit Strom geladen und der treibt dann den Elektromotor an. Dabei geht Energie verloren, zum Beispiel beim Laden oder im Motor. Insgesamt kommen aber 70–80% der Energie auf der Straße an. Beim Wasserstoffauto gibt es auch Strom und einen Elektromotor, aber mehrere verlustreiche Zwischenschritte zusätzlich. Allein schon bei der Wasserstoffherstellung per Elektrolyse gehen etwa 30% der Energie verloren. Dann wird der Wasserstoff komprimiert, gekühlt und transportiert, also nochmal minus 20–25%. Und in der Brennstoffzelle haben wir sogar die größten Verluste, rund 45%. Mit einem Wasserstoffauto braucht man also für die gleiche Strecke 2- bis 3-mal so viel Strom wie mit einem Batterie-Elektroauto. Und das spiegelt sich auch im Preis wider. 1 Kilogramm Wasserstoff, was für etwa 100 Kilometer reicht, kostet an fast allen Tankstellen über 15 €. Und die sind sogar noch stark subventioniert. Das ist mehr als für 7 Liter Benzin oder für 20 Kilowattstunden, selbst an der Schnellladesäule. Schauen wir jetzt mal auf die CO2-Bilanz der Wasserstoffmobilität. Immerhin werden Wasserstoffautos ja als ökologische Alternative zum E-Auto dargestellt. Und hier hat die Lobby ganze Arbeit geleistet. Denn ja, Wasserstoffautos mögen praktisch sein, aber sie fallen nicht einfach vom Himmel. Genauso wenig wie der Wasserstoff selbst. Wegen des hohen Drucks muss der Tank aufwendig aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff hergestellt werden. Zusammen mit der Brennstoffzelle verursacht das ähnlich viel CO2 wie eine mittlere E-Auto-Batterie. Wenn das Auto dann klimaneutral laufen würde, wäre es das ja aber wert. Nur ist das einfach nicht der Fall. Um Wasserstoff herzustellen, gibt es verschiedene Methoden. Grauer Wasserstoff entsteht bei der sogenannten Dampfreformierung aus Erdgas. Weil viele Faktoren mit einfließen, ergeben sich je nach Szenario also etwas andere Zahlen. Laut Umweltbundesamt entstehen aber von der Erdgasförderung bis zum Wasserstofftransport pro Kilogramm Wasserstoff etwa 16 Kilogramm CO2-Äquivalente. Die IEA spricht wiederum von bis zu 27 Kilogramm im Extremfall. Grüner Wasserstoff entsteht, wenn Wasser mit erneuerbarem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. Das ist die sogenannte Elektrolyse. Er ist also potenziell klimaneutral, wenn der Transport klimaneutral ist und der Strom sonst nicht genutzt worden wäre. Grüner Strom und damit auch grüner Wasserstoff ist die einzige Möglichkeit, den steigenden Bedarf CO2-arm zu decken. Aber er ist auch immer noch sehr rar. 2022 wurden nur etwa 0,1% des Wasserstoffs mittels Elektrizität hergestellt. Und grüner Wasserstoff ist ja auch nur ein Teil davon, weil ja nicht aller Strom erneuerbar ist. Theoretisch kann grüner Wasserstoff auch aus Überschussstrom entstehen, der wird allerdings relativ teuer und auch einfach nicht ausreichend sein. Also grünen Wasserstoff importieren? Auch das wird nicht leicht, denn Pipelines gibt es noch nicht ausreichend und der Transport per Schiff oder Tankwagen ist aufwendig und teuer. Außerdem müssen sich ja auch die Produktionsländer selbst mit Wasserstoff und Strom versorgen. Während viele Branchen also auf den grünen Wasserstoff hoffen, der in der nächsten Zeit aber knapp sein wird, bringt die Lobby eine vermeintlich super saubere Brückentechnologie ins Spiel. Blauen Wasserstoff. Warum der aber gar nicht so sauber ist, das klären wir gleich. Das heißt, damit Wasserstoffmobilität umweltfreundlich sein kann, brauchen wir grünen Wasserstoff. Dafür haben wir aber noch keine ausreichenden Produktionskapazitäten. Er ist schwierig zu transportieren und wird aufgrund der Ineffizienz teurer sein als normaler Strom. Und vor allem, es gibt viele andere Branchen, die auch auf Wasserstoff setzen. Deshalb sollte der Wasserstoff vor allem dort eingesetzt werden, wo er besonders viel CO2 einspart und nicht zu ersetzen ist. Ein Beispiel dafür ist die Stahlindustrie, aber eben nicht das Auto. Dazu kommt, der heute an Tankstellen verkaufte Wasserstoff ist nicht grün. Genau deswegen vergleichen wir Benzin mit grauem Wasserstoff. Für 100 Kilometer braucht man ungefähr 1 Kilogramm, das also 16 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht. Für diese CO2-Menge kann man auch 5 Liter Benzin herstellen, transportieren und verbrennen. Wenn man nur auf das schaut, was aus dem Auspuff kommt, sind es sogar fast 7 Liter. Unterm Strich gibt es daher kaum einen Emissionsvorteil für Wasserstoffautos mit fossilem Wasserstoff. Okay, und was war das jetzt mit dem blauen Wasserstoff? Der ist doch bestimmt super nachhaltig, oder?
Naja, der wird eigentlich genauso gewonnen wie grauer, mit dem Unterschied, dass bei der Dampfreformierung 60–90% des CO2 abgeschieden und unterirdisch gespeichert werden. Das klingt zwar richtig schlau und super umweltfreundlich und es wird auch so vermarktet, aber die Emissionen entstehen eben nicht nur bei der Dampfreformierung an sich, sondern auch beim Erdgastransport oder durch den Energieaufwand bei der Herstellung. Dadurch verursacht 1 Kilogramm blauer Wasserstoff trotzdem noch 12 bis 13 Kilogramm CO2-Äquivalente und ist damit kaum weniger schädlich als grauer. Und ein Teil der Emissionen wird durch Methan verursacht, das auf kurze Zeit gesehen sogar noch deutlich klimaschädlicher ist als CO2. Blauer Wasserstoff, ein sehr spannendes Thema, über das wir eigentlich mal ein ganz eigenes Video machen könnten. Wenn Lobbyorganisationen grauen Wasserstoff greenwashen und für blauen Wasserstoff lobbyieren, dann ist das nicht aus Umweltbewusstsein. Wenn sie damit Erfolg haben und sich Wasserstoff im Individualverkehr durchsetzen sollte, dann sind wir für sehr lange Zeit abhängig von fossilen Rohstoffen. Und wenn das nicht klappt, hat die Lobby zumindest Verwirrung gestiftet und die Elektrifizierung verzögert. Und ich würde sogar behaupten, dass das ihr primäres Ziel ist, weil sie nämlich ganz genau wissen, dass Wasserstoff im Individualverkehr keinen Sinn ergibt. Die IEA, das Wuppertal-Institut, der Nationale Wasserstoffrat. Experten sehen Wasserstoffautos nicht in großen Mengen auf den Straßen. Übrigens, wie immer bei unseren Videos, Quellen zu allen unseren Aussagen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt einfach viele andere Einsatzbereiche von Wasserstoff, in denen er wirklich unverzichtbar ist, wo er einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, statt Klimaschutz zu verhindern. Trotzdem sagen viele, sie warten aufs Wasserstoffauto und holen sich deshalb kein E-Auto. Aber erstens müsste man dann schon lange nicht mehr warten, sondern könnte sich längst eins kaufen, wenn man es denn ernst meint. Und zweitens ist das eine Entscheidung, die nicht umweltfreundlicher oder günstiger sein wird, als ein Batterieelektroauto oder, noch viel besser, gar kein Auto zu kaufen. Wer E-Autos schlecht macht und für Technologieoffenheit plädiert, unterstützt also bewusst oder unbewusst die Öl- und Gaslobby dabei, ihr altes Geschäftsmodell länger am Leben zu erhalten. Wie gerade gesagt, das beste Auto ist gar kein Auto. Und wenn ihr denkt, das geht bei mir nicht, der Supermarkt ist viel zu weit weg oder ihr vielleicht auch einfach eure Autofahrten reduzieren wollt, dann hilft euch HelloFresh. HelloFresh liefert nämlich eure Zutaten fürs Kochen einfach nach Hause. Anstatt dass viele Leute jeweils einzeln mit ihrem tonnenschweren Auto zum Supermarkt fahren, fährt also ein, meist elektrischer, Lieferwagen von HelloFresh ganz viele Wohnungen ab und stellt euch das Essen direkt vor eure Tür. Und das sogar direkt in den richtigen Mengen. Ich muss mir also nicht für ein einzelnes Gericht Zutaten kaufen, von denen ich dann am Ende vielleicht wieder irgendwas wegschmeißen muss, weil es übrig bleibt. Für uns bei Dr. Watson hat Kochen und gemeinsames Essen tatsächlich einen besonderen Stellenwert. Wir bekochen uns abwechselnd in unseren Mittagspausen und versuchen uns immer gegenseitig mit neuen Ideen zu überraschen. Bei HelloFresh kann man ganz einfach mit der App aus einem breiten Angebot wählen und man muss sich dank der mitgelieferten Rezepte keine Gedanken über die Zubereitung machen. Und damit bleibt dann mehr Zeit zum Kochen und vor allem Essen. Wenn ihr HelloFresh auch einmal ausprobieren wollt, dann benutzt gerne unseren Code HelloDrWatson und gönnt euch ganze 120 € Neukundenrabatt. Und außerdem spart ihr euch auch noch die Versandkosten auf die erste Box. Den Link zu HelloFresh findet ihr unten in der Videobeschreibung oder hier mit dem QR-Code. In diesem Sinne, bleibt neugierig, euer Cedric.